Hallo und herzlich willkommen zum Spieltag 8 der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Ja, ich darf heute wieder im Soccercoin TV Studio unseren Soccercoin TV Experten René Hobeck begrüßen. Herzliches Hallo von mir. Ja, wir sind schon an Spieltag 8 angelangt und heute spielt die Gruppe D weiter. Und zwar spielen heute Norwegen, Kroatien, England und Tschechien. Da haben wir schon interessante Partien in der ersten Runde gesehen, auf alle Fälle. Und natürlich kommen wir noch in die Gruppe E mit Schweden und Irland. Was erwartest du heute von diesen Partien? Ich erhoffe mir auf jeden Fall eine Leistungssteigerung der Engländer. Die haben mich im ersten Spiel etwas enttäuscht, nur 0-0. Genau, bei ja, mir. unentschieden. Das war mir eindeutig zu wenig. Die Engländer können mehr und das möchte ich auch sehen. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der ersten Partie an, mit den Highlights und schauen wir mal, was uns heute erwartet. Hoffentlich mehr. Ja, erstes Spiel heute ist Kroatien gegen Tschechien. Wer ist eigentlich Kroatien der Favorit, meiner Meinung nach? Definitiv der Favorit. Wird aber sicherlich ein ruppiges Spiel. Da geht es gleich ans Eingemachte. Klar, Modric, Kapitän, der wird die Ruhe behalten. Ich glaube an einen Sieg von Kroatien. Ja, dann starten wir rein in diese Partie. Da In der geht's auch 9. gleich zur Minute Sache. geht es gleich los für die Kroaten und es steht direkt 1:0. Ist gleich das Ganz 1:0. Wie erwartet, Rakitic von Barcelona, der Mittelfeldspieler, sehr Vorlage bekannter von Name. Perisic, der ist mittlerweile auch schon allgedienter Hase, ist überall schon gewesen, derzeit bei Bayern. Kann das. Ja, schön herausgespielt auch auf alle Fälle. Perisic macht das schön, gut. toller Laufpass in die Mitte. Torwart schaut jetzt nicht so gut aus. Ich würde die Schuld nicht beim Tormann suchen, sondern eindeutig bei der Innenverteidigung. Der Stürmer kommt hier am Fünfer quasi frei, leicht bedrängt zum Abschluss. Das könnte unser einer vielleicht auch. Ja, die Kroaten führen also mit 1:0 gleich ziemlich in der 9. Anfangsphase. Minute. Also wie erwartet, das Mein Kroatien Wunsch wurde erhört auf vielen Toren. Ja, nächste Szene hier. Wieder Flanke von Kroatien, kommt, aber kommt irgendwie keine Chance Zu zusammen. wenig, aber sie bleiben am Dreieck. Schönes Ferschall. Modric. Wieder schöner Laufpass und Zuckerpass. 2:0 für Kroaten. Wahnsinn. Nur 17 Minuten gebraucht, da steht schon 2:0. Nur 10 Minuten Takt, wenn das so weitergeht, erwarten wir ein hohes Ergebnis. Ein Torschützenfest. Bin gespannt. Aber bitte nochmal den Pass von Modric herzeigen. Ein Traum. Da in die Lücke. Wunderschön gesehen Traum. auf alle Fälle, ja. Wieder ein schöner Laufpass. Und der junge Orsic macht den Treffer. Da kann er gar nicht daneben schießen. Wenn er den nicht macht, zeig mir. Ja, und schnelles 2:0 auf alle Fälle. Ja, jetzt könnte man meinen, eventuell, dass sie zurückschalten. Hoffentlich nicht. 2 Tore, 17 Minuten. Ja, aber jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Die Tschechen kommen mal mit einem Eckball an die Latte. Wenigstens was, ja. Also die wollen hier auch unbedingt. Hier nochmal in der Zeitlupe. Sie müssten wollen. Sie müssten wollen. bei aller Ja, Liebe. an die obere Latte war jetzt dann nicht mehr allzu gefährlich, aber Latte war schon nicht schlecht. Wieder nächste Chance für die Kroaten. Es geht weiter in der Donau, du in Mitte wieder frei. Wieder Modric. Schön was frei der- gedribbelt und fast das 3:0 hier. Wie heißt es so schön? Wenn man sich nicht viel mehr bewegen kann, muss man es halt mit der Technik machen. Sieht man bei Modric sehr schön. Deckt den Ball gut ab und Schuss aus der Drehung. Richtig. Ja, und jetzt gleich der nächste Laufpass. Angriff Ui, das wird wieder ein Tor. für Orsic. Der hat eine Der ist schneller, Wahnsinnsschnelligkeit. Und Schöner der schöner Pass. Pass in die Schön. Mitte Boah. und er macht ihn nicht. Aber Wahnsinnsparade. Aber es muss man auch bleibt noch sagen. weiterhin und Rakitic noch ein Schuss. Sehr Best. interessant. Bester Mann des Spiels, der Tormann. Ja, jetzt Perisic könnte er eigentlich machen aus der Das Entfernung. muss er machen, oder? Muss er eigentlich machen, ja. Und dann noch der Nachschuss von Rakitic Hat er auch schön gemacht, ja. und wieder toll. vom Also Torhüter. noch einmal, obwohl Watzlik schon 2 Tore bekommen hat, bester Mann derzeit bei den Ja, Tschechen. jetzt die Tschechen wieder mal nach vorne hinzu mit dem nächsten Schuss. Der war schon näher dran. Kann man probieren. Allzu gefährlich war er auf alle Fälle nicht. Etwas Sie nähern daneben. sich. Aber sie nähern sich. Aber die Kroaten, es geht weiter. Wieder eine Flanke. Schön gehalten vom Im Tormann. Spiel Aber gehalten, Ante Rebic. sie kommen trotzdem
am Ball. Ja, schau. Und wieder ein schöner Laufpass. Traumhaft. Perisic. Und den macht er diesmal. 3:0 nach 45 Minuten. Wahnsinn. Wird das ein Debakel für die Tschechen? Hoffen wir es nicht. Werden wir noch sehen, wie das Spiel ausgehen wird. Momentan schaut es nach einem schweren Debakel aus. Nach einem schweren Debakel, ja, auf alle Fälle, für die Tschechen. Spielt Perisic auch hier in der Nationalmannschaft Außenverteidiger? Für das hat er wieder mal einen starken Auftritt. Nein, ich glaube, er spielt sogar am Flügel. Mittelfeld? Rechts. Flügel? Rechter Flügel, ja. Spielt er bei den Bayern auch, oder? Ja, Nein, da spielt er, glaube ich, links sogar, wenn ich mich nicht täusche. Ein Rounder, aber alles Wahnsinn. Aber ist halt Flügelspieler mehr. Ja. Ja, zweite Spielhälfte, jetzt kommen die Tschechen vor. Ein Anschlusstreffer. 3:1. War mental sehr wichtig, kurz nach der Halbzeit, dass da bleibst dran, hoffentlich. Ziemlich schnell, ja. Aber ist natürlich Freude da, den Anschlusstreffer gegen die Kroaten zu machen. Wichtig wahrscheinlich auch. Ich würde noch nicht allzu lange jubeln, sondern den Ball zurück, schnell dran an den Mittelkreis. Ja, Verteidigung hat da nicht sehr gut ausgesehen bei den Kroaten jetzt. Ich meine, kurz nach der Halbzeit. Vielleicht waren sie noch mit dem Kopf in der Kabine. Ja, aber oder sie fühlen sich zu sicher. Michael Kmenic. Ja, wieder die Kroaten nach vorne mit einem Eckball. Und der wird aber abgefangen. Und wieder die Tschechen nach vorne, haben viel Platz, die Tschechen. Schön abgelegt und das war dann der Pass einmal zu viel, glaube ich. Den hätte er selber schießen. Er war sich nicht ganz sicher, soll er schießen oder soll er. Aber der Pass war wunderschön. Traumhaft, okay, jetzt wollen sie es wissen. Jetzt kommen die Tschechen besser in diese Partie, glaube ich. Ja, Außennetz, haben wir auf der anderen Seite auch schon gesehen, den Schuss. Und jetzt spielt wirklich nur noch die Tschechen nach vorne. Ja. Flanke, das war schlecht verteidigt von den Kroaten und es steht 3. Es wird nochmal spannend in der 70. Minute, 3:2. Hätte jetzt, glaube ich, keiner mehr erwartet von uns zwei, dass die noch also so nah rankommen. Definitiv nicht, ja. Ich hätte auch geglaubt, dass Kroatien jetzt noch 2-3 Treffer macht. Ja. Aber das war auch nicht gut verteidigt hier, muss man schon sagen. Ja, mir kommt es wirklich so vor, dass die Kroaten schon ein bisschen abgeschaltet haben. Lovren sieht da gar nicht gut aus, weit weg vom Mann. Aber auch schön gemacht vom Stürmer bei der ja, das stimmt, aber es war ein bisschen Konfusität im 16er. Aber macht er gut. Sogar der Kapitän, der Torschütze. Ja, er peitscht seine Mannschaft nochmal vor. Wieder die Kroaten, schön herausgespielt. Sehr schön. Wieder schöner Pass. Wieder der schnelle Vasic. Wieder in die Mitte und den macht er nicht. Der Tormann wird noch zum Matchwinner, wenn das so war weitergeht. Eine 100%ige Chance, meiner Meinung nach. Den Definitiv. kann man schon machen. Gegen die Laufrichtung vom Tormann, flach ins linke Eck und der ist drin. Aber die Kroaten kommen wieder. Jetzt in der 84. Spielminute mit einem schwachen Kopfball. Ja, das nicht war gut. zu wenig. Von Kramaric hier. Ja. Das Problem ist schon, wo er den Ball annehmen muss. Ja. Kurz am 16er. Zu weit, da kriegt er zu wenig Wucht dahinter. Ja, und jetzt kommen die Tschechen vielleicht nochmal. Zum Holen sie sich einen Punkt. Sogar. Und toller Schuss. Sehr toller Schuss hier. Leider kein Tor. Der war aber nicht weit weg. Der war ziemlich knapp, ja. Aber man hätte keine Chance gehabt. Überhaupt keine Chance. Ja, und jetzt sind wir in den Schlusssekunden. Schaffen wir es noch? Es sieht dann aus, nein, Kroatien gewinnt die Partie. Ja, aber Respekt an die Tschechen, sie haben sich nicht aufgegeben. Sehr interessante Partie auf alle Fälle. Ein 3:2, nicht erwartet auf alle Fälle. Nein. Ja, die Tschechen sind nochmal gut rankommen. Hat die leider Kroaten nicht vielleicht nochmal zittern lassen mit diesem letzten Schuss jetzt hier am Ende. Der war schon ziemlich knapp. Ja, ich würde aber meinen, am Ende des Tages hat sich hier, glaube ich, doch verdient die Klasse durchgesetzt, der Kroaten. Ja. Meine bescheidene Meinung. Aber Ja. Respekt. Das war die erste Partie aus Gruppe D in der zweiten Runde der Gruppenphase. Wir kommen jetzt heutigen Spieltag zum zweiten Spiel dieser Gruppe. Und zwar ist das England gegen Norwegen. Wie du schon vorher gesagt hast, du hoffst, dass England jetzt mehr zeigen wird. Ich hoffe nicht, ich erwarte mir mehr. England hat den Anspruch, ja, definitiv. Dementsprechend erwarte ich mir hier einen Sieg mit 2:0, vielleicht sogar höher. Sie müssen in die Gänge kommen jetzt, wenn sie hier was reißen wollen bei dieser Europameisterschaft. Gut, dann fangen wir mit dieser Partie an. Bitte darum.
Ja, die Engländer wieder im Wembley. Hier gegen die Norweger. Auch wieder hier ist schön anzusehen, ich wiederhole mal, ich weiß, das Stadion ist gut gefüllt. Immer wieder schön zu sehen. Ja, Ødegaard, der Junge wieder mit drin, Haaland wieder mit dabei bei Norwegen. Haben wir schon gesehen natürlich, der Ødegaard hat jeden ruhenden Ball, ja, verteilt die Bälle auch schön. Vielleicht kann auch Haaland hier das Zepter an sich reißen und den Ball versenken. Ich glaube es aber nicht. Trotz alledem, bei dieser gestandenen englischen Mannschaft. Hier nochmal die Aufstellung. Mannschaftsfoto wie immer vor dem Spiel. Ja, selbstverständlich. Ja, dann starten wir rein. England in Rot und Norwegen in ganz Weiß. Gefällt mir. England rot-weiß, kennt man. Ja, aber Norwegen fängt gleich mal an zu spielen über Da Haaland. ist er, der Haaland. Der kann gefährlich werden, er ist jetzt etwas weit außen. Kapitän Henderson hilft ganz weit Aber da ist der erste Schuss von Norwegen und es steht 1:0 für Norwegen. Fangt Ich werde Lügen gestraft, Wahnsinn. Fangt nicht gut an für die Engländer auf alle Fälle. Ja, als ob er mir das extra zeigen möchte jetzt, der Torschütze. Ja, sehen da nicht so gut aus beim Verteidigen. Na, Maguire vielleicht etwas nicht gut aufgepasst jetzt in der Mitte da. ja, wobei ich den Fehler vorher schon suchen würde. Henderson hilft zwar hinten gut aus, aber zu wenig entschlossen, muss ich sagen. Gefällt mir nicht, was ich hier in den Anfangsminuten sehe. Jetzt ist England aber unter Zugzwang. Ja, England Sancho. hat noch keinen Punkt erreicht hier bis jetzt. Oh, einen Punkt beim Unentschieden gegen Kroatien bis jetzt ist noch nicht wirklich viel. Definitiv zu wenig, vor allem für die Ansprüche der Engländer. Die müssen hier Henderson unbedingt beim Freistoß. punkten. Jetzt ein Freistoß von Henderson. Spitzer Winkel, den wird er nicht direkt machen, Danke aufs lange Eck. aber wird nichts Harry draus. Kane gesucht, nichts. Und da kommen wieder die Norweger. Das war noch schön an der Linie rausgekratzt, aber glaube ich abseits sogar. Im Zuspiel. Adlerauge. Adlerauge, das Knie war es. Ah, wobei es doch noch mehr als das Knie. Mehr der Oberkörper auch ja, schon leicht. ja. Ja, und die Norweger bleiben am Ball und spielen weiter. King in die Mitte Richtung Haaland, hätte gefährlich werden können, wenn da Maguire nicht aufpasst. Da steht er gut, da steht er richtig. Ja, Zweite guck, Halbzeit. Bringen wir in die zweite Hälfte. Jetzt kommt England mal nach vorne. Über Barkley. Und Sterling verliert In den letzter Ball. Sekunde. Gut verteidigt. Wings kommt rein für Barkley, der junge der Wings von Eckball. Tottenham. Auch nichts geworden für England. Die runden Bälle sind auch noch nicht so wirklich. Na, angekommen bei leider gar England. nicht, ja. Aber jetzt aus dem Spiel über Kane auf Henderson, der schießt den Abgefälscht, Verteidiger. schade. Auch mit dem schwächeren Aber Linken. England spielt jetzt deutlich besser. Sterling. Den müsste eigentlich schießen. Aus dieser Position schon nicht nochmal Bin ich bei dir. Zu wenig Entschlossenheit. Wir sind in der Nachspielzeit, England verliert. Und England verliert gegen Norwegen. Mein Entscheid kann nichts reißen. Ja, also die Gruppe bleibt auf jeden Fall interessant. Norwegen jetzt mit 6 Punkten, Gruppenerster. Hätte man Nicht geglaubt. gedacht, ja. Ich nicht. Dicht gefolgt von Kroatien mit 4 Punkten, jetzt noch einen Sieg und einen Unentschieden. Und Schlusslicht zeigt England und die Tschechen mit 0 und 1 Punkt. Also ein Und die Punkt zwei für Mannschaften spielen auch noch ganz am Schluss im Genau, letzten Spiel im gegeneinander. Das heißt auch gleichbedeutend, England ist ein bisschen auch auf Schützenhilfe angewiesen, wenn sie es aus eigener Kraft schaffen wollen. Eindeutig, ja. Also England müsste jetzt meiner Meinung nach sicher noch 3 Punkte holen gegen die Ne, Tschechen. das steht außer Frage, weil dann haben sie 4 Punkte, aber auch dann sind sie Torverhältnis, direktes Duell immer noch auf die Schützenhilfe angewiesen, Richtig, ja. weil sie nicht gewonnen haben. Ja, weil Kroatien hat viele Tore geschossen Ach, so ist es, richtig. bis jetzt. Also Oh weh, ja, Könnte noch ich interessant- ahne Böses. könnte noch interessant werden. Ja. Ja, kommen wir zur dritten Partie heutigen Spieltages. Das ist Schweden gegen Irland. Und Irland hat uns ja auch schon überrascht in der ersten Runde. Das ist richtig. In dieser nicht fallen, Gruppe? ja. Mhm. Und ja, schauen wir mal, ob die Schweden dagegenhalten können gegen die Stärke von Irland. Denke. Ausgeglichene Partie. Hier muss ich sagen, gehe ich aber leider von nicht viel Toren aus. Könnte ein 0-0 werden. Ja, mein Tipp ist, dass Irland gewinnt. So stark, wie sie gespielt haben im ersten. Ja? Ja, ich glaube schon, dass sie das schaffen werden. Hauptsache wir sehen ein attraktives Spiel mit vielen Toren. Hoffentlich täusche ich mich jetzt wieder mal. Es fallen viele Tore.
Ja, da sehen wir wieder den Herrn mit Bart im Hintergrund, der torgefährliche Herr mit Bart im ersten Spiel. Richtig. Doppelpack im ersten Spiel, ne? Richtig, ja. Ja, und Schweden fängt an in diesem Spiel. Nach vorne mit der ersten Flanke und dann hat der Torhüter gut aufgepasst. Gott sei Dank. Und jetzt kommt Irland nach vorne Stephens. auf Da ist er wieder. McGoldrick. Da ist er wieder. Der ist echt Der gefährlich. bringt eine Wucht mit, der Kollege Vorne. ist nicht schlecht. Jetzt wieder die Schweden. Schöner Pass von Schweden. Abschluss schwach. Abschluss hätte etwas, eine wunderschöne Wunderschön Vorlage. Fersel durch die Gurke. Hab ich das Müsste richtig er gesehen? vielleicht sogar ins lange Eck schießen. Nicht Ganz ins ein Kurze. leichter Schlenzer. Mehr mit Präzision als mit Kraft. Richtig, ja. Und jetzt kommt McLean da durch. Und in der Mitte steht er wieder. McGoldrick steht wieder mittig. Bekommt er den Ball? Den kriegt er nicht. Fast. Gut verteidigt von Schweden. Aber jetzt Wieder wieder McLean gegen. schön durch. Der Linksverteidiger noch nicht so mitten in der Partie drinnen. Schön zurück. Und McGoldrick, 1:0 für Irland. Da steht er jetzt diesmal richtig. Ganz alleine, da hat keiner mehr aufgepasst in der Mitte. Also du hast wieder mal Wahrheit. Du hast wieder mal recht behalten. wenn Ja, es da so überhaupt weitergeht. komplett alleine, wie man sieht. Und er kommt da frei zum Schuss. Untypisch eigentlich für einen Stürmer seines Kalibers. Der sollte eigentlich permanent im 16er warten. Hier kommt er aus dem Rückraum angelaufen, zieht ab. Gut stark. Wir haben einen Verdächtigen für die Torjägerkrone. Wenn Meiner Meinung nach Irland auch. es weiter. Jetzt wenn hat er Irland schon 3 weiterkommt. Treffer nach 2 Spielen. Und wenn das so weitergeht und Irland viel weiter kommt. Im Moment führt er. Ja, vielleicht kommt Schweden jetzt noch. Nein, war glaube ich abseits. War ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp noch in der Nachspielzeit in der ersten Hälfte ist es abseits. Ja, dann kommen wir in die zweite Hälfte. Schweden kommt jetzt nach vorne, die müssen aufholen an die Stange, glaube ich. Der war ziemlich knapp. Der war wunderschön aus der Luft. Sehr schön auf die also das Das war Glück für Irland, dass der da nicht von der Stange ins Tor. hätte sich ein Tor verdient, meiner Ja, Meinung und die Irländer, nicht Irländer kommen. nach. Lassen sich das nicht gefallen, machen den Deckel drauf mit einem Richtig. 2:0 in der 61. Nein, ist noch kein Deckel, aber eine kleine Vorentscheidung. Ja, diesmal nicht mehr Goldberg. Und das war schön gemacht, aufs Kurze. Ja, Vielleicht so muss man es machen, einfach mal kurz. Coleman sogar von Everton, den kennen wir auch gut. Das ist der wirklich Premier schon League. alter Hase. Aber gut gemacht hier vom Außenverteidiger sogar. So soll es sein. Nur die Außenverteidiger werden in einem Spiel immer wichtiger im modernen Angriffsfußball heutzutage. Und da ist er gleich Ja, wieder da kommt wieder Irland über den Flügel. über den Flügel. McGoldrick steht in der Mitte schon bereit und wartet, aber den kriegt er nicht an die Boah. Latte. Der Schuss und noch ein Nachschuss. Irland auf alle Fälle besser bis jetzt in dieser Definitiv. Partie. Viele Chancen. Glück auch hinten mit dem Stangenschuss der Ja, das Schweden. Glück des Tüchtigen, würde ich ja meinen. Aber wieder hier zu sehen, die wollen gewinnen. Die unbedingt, ja. Wieder Ja, die Irland. Iren haben hier einfach einen gewissen Nationalstolz. Die wollen einfach auf Biegen und Brechen alles gewinnen. Ja, auch bei den Iren ein Maguire, der ist nicht Verteidiger, wie bei den Engländern. Jetzt sind wir schon in den Schlusssekunden wieder angekommen. Schweden vielleicht nochmal. Müsste Eckball sein. Ja, wie heißt es so schön? Zu spät, zu wenig. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Ja. Aber die Ecke gibt es noch für die Schweden. Gibt es noch einen letzten Hoffnungsschimmer? Wir sind schon über Nachspielzeit. Vielleicht nur noch einen Anschlusstreffer, einen Ehrentreffer, Nein, aber nicht das mal den nicht. gibt es da. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Ja, Verdient. Irland gewinnt. Du solltest ab sofort den Experten spielen. Aber war ja nur so ein Ding, weil Irland besser gespielt hat im ersten Spiel. Und Ja, also ja. Die sind gut im Turnier angekommen bis jetzt. Definitiv, ja. Europameisterschaft. Das ist überhaupt das Wichtigste. Ja. Ja. Wie man sieht, England im Gegensatz dazu sollte man erwarten, sie marschieren durch in der Gruppenphase, sind überhaupt nicht in das Turnier reingestartet, ja. gleich unentschieden mit Und einem dann- torlosen Unentschieden. Und dann noch Jetzt eine wieder. Niederlage. Also Ein schaut schlecht bisschen- aus für England. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal gesagt, ich mag nicht unbedingt einen Kapitän, wenn er Stürmer ist. Ja. Harry Kane untergetaucht, ich habe ihn Richtig, nicht gesehen. Also von dem her möchte ich mir jetzt nicht direkt angreifen, aber zu wenig Tore auf jeden Fall. Das darf nicht sein für England. Ja, dann sind wir schon wieder am Schluss angelangt dieses 8. Spieltages hier.
kann jetzt noch einmal die Punkte der Gruppen ansagen. Norwegen führt mit 6 Punkten in der Gruppe D, dicht gefolgt von Kroatien mit 4 Punkten. England leider nur 1 Punkt und Tschechien mit 0 Punkte. Ja, morgen sehen wir noch die restlichen Spiele der Gruppe E mit Spanien und die Gruppe F. In den letzten 2 Partien, dann haben wir die zweite Runde auch schon wieder abgeschlossen in dieser Europameisterschaft und dann kommen wir schon in die finale 3. Runde, wo es jetzt dann wirklich spannend wird. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns warst. Vielen Dank, dass ich da hier sein durfte. Ja, und ich freue mich auf morgen, mit dir die Spiele wieder zu analysieren und verabschiede mich heute. Bis bald.